Was, wenn Emotionen nicht nur spontane Reaktionen sind, sondern Hinweise auf etwas Tieferes in dir? Was, wenn sie dir zeigen wollen, wo du hinschauen darfst? Herzlich willkommen zu Bewusstsein und Perspektiven, deinem Podcast für innere Klarheit, geistige Tiefe und neue Sichtweisen auf dich selbst und die Welt. Heute tauchen wir tief ein in die Welt der Emotionen. Ich erkläre dir, was Emotionen eigentlich sind, wie sie entstehen, welche Wirkung sie auf dein Leben und deinen Körper haben und wie du sie als Wegweiser für ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben nutzen kannst. Was sind Emotionen? Der Begriff Emotion, im Englischen auch Emotion, setzt sich aus zwei Teilen zusammen. E für Energie und Motion, abgeleitet aus dem lateinischen motio, was Bewegung bedeutet. Das bedeutet, Emotionen sind Energie in Bewegung. Sie entstehen in dir, bewegen sich durch dich hindurch und beeinflussen, wie du dich fühlst, handelst und wahrnimmst. Emotionen als energetische Wellen. Stell dir vor, du wirfst einen Stein ins Wasser. Die Bewegung erzeugt Wellen, Energie, die sich durch das Wasser ausbreitet. Genauso erzeugen Emotionen energetische Wellen in deinem Körper. Sie wirken in dir und beeinflussen dein gesamtes inneres Erleben. Diese energetischen Wellen besitzen eine bestimmte Frequenz. Sie schwingen mit einer bestimmten Intensität in deinem Körper. Jede Emotion hat eine individuelle energetische Frequenz. Manche fühlen sich schwer und drückend an, andere wiederum leicht und befreiend. Niedrige Frequenzen. Emotionen wie Wut, Angst oder Schuld schwingen auf einer tiefen energetischen Frequenz. Sie fühlen sich oft schwer, eng oder drückend an, wie eine Last auf Brust oder Schultern, wie ein inneres Zusammenziehen. Ihr energetisches Muster erinnert an dichte, tief vibrierende Wellen, die den Körper belasten und lähmen können. Sie sind nicht schlecht, aber sie zeigen dir, dass etwas in dir Aufmerksamkeit braucht. Hohe Frequenzen. Emotionen wie Liebe, Freude oder Dankbarkeit erzeugen ein Gefühl von Leichtigkeit, Offenheit und innerer Ausdehnung. Als würde dein Herz aufatmen und dein gesamter Körper sich weiten. Diese Emotionen beflügeln dich und bringen dich in einen Zustand innerer Harmonie und erhöhter Lebendigkeit. Wenn du dich in einem Zustand der Neutralität befindest, ist das wie der Ausgangspunkt. Von dort aus kannst du dich in eine Aufwärtsspirale oder Abwärtsspirale bewegen, je nachdem, welche Emotionen du fühlst. Beispiel für eine Abwärtsspirale. In depressiven Phasen erleben viele Menschen Gefühle wie Schuld, Scham oder Angst. Sie fühlen sich blockiert, antriebslos, zurückgezogen. Ein Zustand, der häufig durch ungelöste Emotionen und Glaubenssätze genährt wird. Im Gegensatz dazu gibt es die Aufwärtsspirale. Ein gutes Beispiel dafür ist die Emotion der Freude. Erinnere dich an die kindliche Vorfreude auf Geschenke zu Weihnachten oder deinem Geburtstag. Die Energie dieser Emotion der Freude, die du in solchen Momenten empfunden hast. Eine klare Aufwärtsspirale. Diese Emotionen steigern deine Energie und deinen Antrieb, was zu einer positiven Einstellung und mehr Lebensfreude führt. Beide Spiralen, aufwärts wie abwärts, sind keine Wertung, sondern Ausdruck deiner momentanen Schwingung. Die gute Nachricht: Du kannst sie jederzeit umkehren. Selbst ein einzelner bewusster Gedanke kann eine neue Welle in dir auslösen. Reflexion für dich. Habe ich selbst schon Momente erlebt, in denen ich mich von Emotionen blockiert oder beflügelt fühlte? Welche Gedanken standen damit in Verbindung? Empfehlung: Suche bei Google nach Emotion und Frequenz. Dort findest du zahlreiche Abbildungen, die diese Konzepte in Form von Abbildungen veranschaulichen. Schau dir diese an, um noch ein klareres Bild davon zu bekommen, was ich gerade beschrieben habe. Jetzt, da du weißt, was Emotionen sind und welche Frequenzen sie haben, lass uns darüber sprechen, was sie auslöst. Emotionen entstehen nicht einfach ohne Grund. Sie haben klare Auslöser. Typische Auslöser sind Glaubenssätze und Gedanken, oft die tiefsten Auslöser, erfüllende Handlungen, wie zum Beispiel ein Hobby, das du ausübst oder einer Leidenschaft, der du nachgehst. Medien, zum Beispiel Nachrichten oder Social Media. Soziale Interaktion oder gesellschaftliche Erwartungen. Traumatische Erfahrungen, oft mit Emotionen wie Angst, Scham und Wut verbunden. Instinkte, Triebe oder Ängste. Diese lösen meist eher niedrig schwingende Emotionen wie Angst oder Begierde aus.
Reflexion für dich. Welche Gedanken oder Glaubenssätze lösen bei mir besonders starke Emotionen aus? Sind diese Emotionen mehr positiv oder negativ? Denke an die letzten Tage oder Wochen und überlege, ob sich bestimmte Muster wiederholen. Der Einfluss von Emotionen auf dein Leben. Emotionen bestimmen maßgeblich, wie du deine Realität erlebst. Deine innere emotionale Haltung strahlt nach außen wie eine Antenne. Was du ausstrahlst, begegnet dir wieder. Wie Wellen auf einem See, die sich ausbreiten und zurückkommen. Die Realität, die du erlebst, ist eine Reflexion dessen, was du energetisch ausstrahlst. Sie funktioniert wie ein Spiegel. Dieser Einfluss ist vielen Menschen, die sich nicht mit metaphysischen oder esoterischen Lehren beschäftigt haben, unbekannt. Ich werde auf diese Konzepte in zukünftigen Episoden näher eingehen, weil ich davon überzeugt bin, basierend auf eigenen Erfahrungen, dass sie keine Theorien sind, sondern durch die eigenen Handlungen und Erfahrungen bestätigt werden können. Vielleicht hast du schon das Sprichwort gehört, Gedanken schaffen Realität. In der Tat ist es so. In unserem Fall sind es die Gedanken, die Emotionen erzeugen, und die Emotionen, die durch energetische Verstärkung unserer Gedanken letztlich unsere Realitätserfahrung prägen. Emotionen und deine Gesundheit. Emotionen haben nicht nur Einfluss auf deine Wahrnehmung der Realität, sondern können auch körperliche oder mentale Symptome verursachen. Emotionen wie Angst, Scham und Schuld wirken sich direkt auf dein körperliches Wohlbefinden aus. Beispiel: Vielleicht hast du die lähmende Wirkung von Angst oder Panik schon selbst erlebt. Diese Emotionen können sich in Form von körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Zittern oder sogar Panikattacken manifestieren. Ein weiterer wichtiger Punkt: Eingeschlossene Emotionen, ausgelöst durch emotionale Verletzungen und Traumata, können ebenfalls großen Einfluss auf dein Wohlbefinden haben. Diese nicht verarbeiteten Emotionen werden im Körper gespeichert und blockieren den natürlichen Energiefluss. Emotionen können aber auch durchaus positive Effekte haben. Die Motivation und die Energie, die man aufbaut, wenn man zum Beispiel etwas machen möchte, worauf man sich sehr freut. Der innere Kompass. Emotionen als Hinweisgeber. Emotionen zeigen dir, wo du in deinem Inneren hinschauen solltest. Wenn du häufig emotionale Ausbrüche hast oder diese leicht durch andere Menschen verursacht werden können, solltest du diese durch Selbstreflexion hinterfragen. Meist verstecken sich hinter diesen emotionalen Ausbrüchen oder Reaktionen einer oder mehrere bewusste oder unbewusste Glaubenssätze. Wenn solche Situationen entstehen, frag dich: Wieso triggert mich das? Und versuche der Ursache auf den Grund zu gehen. Der Ablauf und die Verarbeitung von Emotionen im Körper. Nun, da wir die grundlegenden Eigenschaften von Emotionen betrachtet haben, möchte ich auf den Ablauf der Verarbeitung von Emotionen in deinem Körper eingehen. Der Prozess beginnt mit einem Auslöser oder einer Ursache. Etwas, das eine Reaktion in dir hervorruft. Dies kann ein Gedanke, ein äußeres Ereignis oder eine Erinnerung sein. Der Auslöser erzeugt eine Emotion, die du zunächst in deinem Körper spürst. Diese Emotion wird oft in Form von körperlichen Reaktionen wie Herzklopfen, Anspannung oder einem Kloß im Hals wahrgenommen. Was passiert nun mit dieser Emotion? Im besten Fall wird die Emotion verarbeitet und anschließend aufgelöst. Der Körper lässt sie los und du kehrst zu einem Zustand der inneren Ruhe und Neutralität zurück. Diese Verarbeitung ist ein natürlicher, gesunder Teil des emotionalen Flusses. Was passiert jedoch, wenn eine Emotion nicht verarbeitet wird? Wenn die Emotion nicht verarbeitet, sondern verdrängt oder ignoriert wird, schließt der Körper sie ein. Dies bedeutet, dass die Energie der Emotion nicht fließen kann und im Körper gefangen bleibt. Diese eingeschlossenen Emotionen sammeln sich im Laufe der Zeit an und können dazu führen, dass der Energiefluss in deinem Körper gestört wird. Folgen nicht verarbeiteter Emotionen. Viele Menschen neigen dazu, ihre Emotionen zu unterdrücken, besonders in stressigen oder schwierigen Momenten. Sie sind sich oft nicht bewusst, wie viele eingeschlossene Emotionen sie im Laufe ihres Lebens angesammelt haben. Diese nicht verarbeiteten Energien werden dann an verschiedenen Stellen im Körper gespeichert, oft in Form von Spannungen oder Blockaden. Diese Blockaden können den natürlichen Energiefluss deines Körpers stören, was sich auf verschiedene Weisen bemerkbar machen kann. Du könntest zum Beispiel körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Muskelschmerzen oder sogar Magenprobleme erleben. Auch mentale Symptome wie Angst, Depression oder innere Unruhe sind häufig eine Folge dieser eingeschlossenen Emotionen. Der Körper sendet dir Signale, dass etwas nicht in Harmonie ist, und dies kann sich in Form von körperlichen Beschwerden äußern. Reflexionsfrage für dich: Habe ich in meinem Leben Emotionen unterdrückt oder verdrängt?
Welche körperlichen Symptome habe ich erlebt, die möglicherweise mit nicht verarbeiteten Emotionen zusammenhängen? Nimm dir einen Moment, um darüber nachzudenken und zu erkennen, wie emotionale Blockaden in deinem Körper vielleicht eine Rolle gespielt haben. Nun, da du weißt, wie Emotionen entstehen und was passiert, wenn sie nicht verarbeitet werden, möchte ich zum Schluss noch einige Methoden mit dir teilen, die dir helfen können, besser mit deinen Emotionen umzugehen und somit mehr emotionale Stabilität zu erreichen. Erstens. Reflektiere deine emotionalen Reaktionen. Beobachte deine emotionalen Reaktionen und frage dich nach der Ursache. Warum habe ich so reagiert? Durch die Selbstreflexion erkennst du Muster und kannst diese bei Bedarf auflösen. Oft stecken Glaubenssätze hinter unseren emotionalen Reaktionen, die du ebenfalls hinterfragen kannst. In meinem Podcast zum Thema Glaubenssätze erkläre ich dir, was diese sind und wie du sie auflösen kannst. Zweitens. Gib der Emotion Raum. Atme. Spüre. Fühle, ohne zu bewerten. Erlaube der Emotion, sich zu zeigen. Drittens. Erkenne das Bedürfnis dahinter. Jede Emotion weist auf ein unerfülltes oder erfülltes Bedürfnis hin. Viertens. Auflösen von eingeschlossenen Emotionen. Um eingeschlossene Emotionen aufzulösen, kannst du dazu entweder Sitzungen bei einem Emotionscode-Anwender buchen oder das Buch Der Emotionscode von Bradley Nelson verwenden. Diese Methode hilft dir dabei, die gespeicherten bzw. eingesperrten Emotionen zu erkennen und zu lösen, sodass dein Energiefluss wieder ins Gleichgewicht kommt. Fünftens. Regelmäßige Meditation. Meditation ist eine der kraftvollsten Methoden, um deine emotionalen Reaktionen zu beruhigen und die inneren Gedanken zu kontrollieren. Sie hilft dir, dich zu zentrieren und bringt deine Aufmerksamkeit zurück in den Moment. Meditation schafft eine gute Ausgangsbasis für die Selbstbefragung und unterstützt die emotionale Verarbeitung. Auf meiner Webseite kannst du dir auch kostenlos meine 3 Sofort-Meditationstechniken herunterladen, mit denen du in kürzester Zeit in einen meditativen Zustand kommen kannst. Diese Übungen unterstützen dich dabei, deine Gedanken zu beruhigen und in emotionaler Balance zu bleiben. Meine Webseite findest du unter www.bewusstseinundperspektiven.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du bereit bist, deine emotionale Stabilität und innere Klarheit zu erreichen, möchte ich dir die Gelegenheit geben, gemeinsam mit mir den nächsten Schritt in deiner Transformation zu gehen. Buche jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch und lass uns herausfinden, wie wir zusammen an deinen Zielen arbeiten können. Auf meiner Webseite findest du alle Informationen, wie du den ersten Schritt in Richtung einer erfüllten und selbstbestimmten Zukunft machen kannst. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du hast wertvolle Erkenntnisse für dein Leben mitnehmen können und bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich freue mich darauf, mit dir noch tiefer in spannende Themen einzutauchen und dich auf deinem Weg zu begleiten.